Das Spitzenspiel gegen die Bayern nach dem Sieg gegen United 2:1. Knapp, aber eine gute Ausgangslage. Jetzt also das Spiel in der Bundesliga, was eventuell noch nicht die Meisterschaft entscheidet. Die Bayern hätten zwar 6 Punkte Vorsprung, wenn sie hier gewinnen sollten. Von daher stehen wir schon so ein bisschen mehr unter Druck, hier gewinnen zu müssen. Ein Punkt wäre auch okay, dann wären es immer noch 3 Punkte. Die Bayern können ja immer noch mal irgendwo ein paar Punkte liegen lassen. Ich wüsste aber jetzt nicht gegen wen. Die sind wirklich sehr, sehr konstant. Die haben aber nur eine Niederlage bislang. Und das war nicht gegen uns. Wir haben nämlich gegen die in der Hinrunde 3:1, 2:1 verloren, glaube ich, mit noch einem Elfmeter zum Schluss. Aber ich sehe dem Ganzen mal hier sehr positiv entgegen. Warum nicht? Wir haben United geschlagen, dann können wir die Bayern auch schlagen. Und wir fangen jetzt gleich hier an mit Glover. Und da ist es doch. Das erste Tor. Und was für ein schönes. Durch unser Jahrhunderttalent hier, Glover. Wahnsinn. Der kann es nicht nur mit dem Fuß, der kann es auch ganz platziert mit dem Kopf. Das wird mal eine richtige Granate. Und so leicht und easy. Schöne Flanke. Und endlich klappt es noch mit einer Flanke. Und dann setzt er sich da gegen King durch. Und dann ist es nicht Neuer im Tor. Wie sagt man da so gerne? Ein schulbuchmäßiger Kopfball. Also den Ball da wieder hinköpfen, wo er herkam. Entgegen der Laufrichtung des Keepers. Sehr, sehr schön. Drittes Tor im dritten Spiel. Also den müsste ich eigentlich verpflichten. Da müsste ich quasi jedes Geld in die Hand nehmen, um diesen Spieler zu verpflichten. Ein paar Wechsel habe ich, oder das heißt ein paar, ich glaube 1, 2 Wechsel habe ich gemacht. Haraldsson für Martin auf der rechten Seite und Larsson in der Mitte für Ugarte. Das ist halt das Problem, wenn du so 2 wichtige Spiele innerhalb von wenigen Tagen hast. Dann muss ich da irgendwie ein bisschen haushalten, aber wir machen das schon. Wir haben genug gute Leute. Und Nagalo, genau. Nagalo hier in der Innenverteidigung. Jetzt, wo ich ihn gerade sehe. Für Manuel Akanji. Der halt auch nicht ganz fit war. Aber wir kriegen das hin. Wir haben eine gute Mischung. Im Team, im Kader. Oh, Achtung, das war nicht gut geklärt. Und dann die nächste Chance für Luke Shaw. Auch die Bayern, die haben einen sehr, sehr interessanten Kader. Wie gesagt, Leimer, Shaw, King gerade gesehen. Vorne Harry Kane natürlich. Also, die sind nicht umsonst oben auf der 1. Dazu noch Musiala. Reguilon ist auch noch mit dabei. Und es sind immer schöne Spiele gegen Bayern gewesen, die letzten Jahre. Also von daher freut mich, dass wir hier um die Tabellenführung spielen. Und momentan vorgelegt haben. Und dann immer wieder auch diesen Spielfluss hier stören. Das war gegen wen war das denn noch sehr gut? Gegen United auch, ja. Die haben zwar sehr, sehr viel Druck gemacht, aber so generell den Spielfluss stören, das ist gar nicht verkehrt. Und weil die Bayern halt auch mitspielen, ne? Die pressen, die gehen vorne drauf. Das heißt, wir können unser Spiel aufziehen. Guck, durch die Mitte mit 1, 2 Kontakten. Das muss der Ball natürlich auch ankommen. Dann hätten wir da eine Chance gehabt, wieder umzuschalten. Aber genau das ist heute das Mittel, was wir brauchen. Und dann auch solche Bälle natürlich in die Tiefe immer wieder. Spielt Shaw Innenverteidiger? Der spielt doch kein Innenverteidiger, oder? Nee. Doch. Luke Shaw spielt Innenverteidiger, okay. Weil Reguilon ist ja da, genau. Oh, und Kingsley Coman, genau. Den musst du eigentlich auch mit dem Seil aufhalten. Aber die Bayern kommen nach vorne. Musiala, nächste Chance. Und jetzt ist er drin. Und den kann diesmal auch Kanisic nicht halten. Er hat echt viel rausgeholt, auch gegen United. Aber auch er ist halt irgendwann mal geschlagen. Es war, ja, zu einfach. Da standen wir zu weit auseinander. Dann geht auch keiner drauf. Und dann ist, wie gesagt, der Keeper immer die ärmste Sau bei so Sachen. Naja, aber es ist auf jeden Fall Spitzenspiel drin. Da, wo Spitzenspiel drauf stand. Serge Gnabry spielt auch auf der rechten Seite. Okay, da hätte ich doch vielleicht Sané erwartet, wenn er denn da noch spielt. Und Musiala hat auch schon immerhin 15 Mal getroffen in 23 Spielen. Das ist nicht so ganz ohne. So, jetzt müssen wir uns hier was einfallen lassen. Die Bayern, ja, die pressen vorne mit ihren 3, 4 Mann. Die verschieben auch richtig schnell, richtig gut. Ich habe niemanden, den ich hier anspielen kann. Jetzt vielleicht mal. Spielaufbau, schön und schnell und gut. Und schon haben wir Platz. Mamouche, Boniface lässt er sich ein bisschen fallen. Oh, Haraldsson. Da wollte ich eigentlich nicht hinspielen. Da haben wir eine Verlegenheitsgrätsche.
Die klappt leider nicht genau. Hier müssen sie gestoppt werden. Egal, ob Larsson dazwischen geht oder Ugarte, da muss irgendeiner dann hin. Und die nächste Chance, Mamouche. Kostic gegen Araujo ist auch noch da. Jawohl, super. Warum auch nicht? Schneller spielen da oben Haraldsson, genau. Dann war der erste Kontakt nicht gut. Ja, es ist schwer. Also wir haben die eine Chance bislang, die wir gehabt haben, die haben wir Gott sei Dank gut zu Ende gespielt. Der Kopfball von Glover. Ansonsten ist leider noch viel Leerlauf. Und wir sind halt sehr, das müsste Abseits sein, nee. Doch nicht, sind wir sehr in der Verteidigung beschäftigt. Achtung, wieder Musiala! Und wieder kriegt er zu viel Platz und die Bayern führen. Das war auch wieder viel zu einfach. Ja, wir kriegen sie gerade irgendwie nicht verteidigt. Also sie haben wirklich zu viel Platz, dann treffen wir die falschen Entscheidungen und dann war der Ball, ja, weiß ich nicht, ob der halt auch nur reingeht, weil er halt hier vorbeigekommen ist. An Nagalo, der ist, weiß ich nicht ganz unhaltbar. Also der war ja nicht hart geschossen. Nun gut, das heißt also, wir müssen uns was einfallen lassen. In diesem 4-2-3-1 scheint es nicht zu klappen. Da sehen wir bislang keinen Stich. Ich probiere jetzt mal bis zur Pause in 4-4-2. Die breite Formation, ob das irgendwie klappt. Ansonsten muss ich vielleicht mal 4-3-2-1 probieren. Achtung. Die gelbe Karte nehmen wir gerne mit, wenn es denn eine gibt. Ja, für Bajcetic. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ich kenne den auch nicht. Aber auf jeden Fall hat der Kollege schon mal gelb. Der hat auf jeden Fall ein echtes Spielergesicht. Das heißt, der spielt auch irgendwo bei irgendeiner europäischen Mannschaft. Beim Spitzenteam. Sah gerade so nach Liverpool aus. Ja, und dann sind das bislang einfach zu viele Fehler. Und dann haben wir Musiala zweimal halt nichts zu greifen bekommen. Und auch so, wenn die Bayern nach vorne gehen. Wir haben echt große Probleme. Weil niemand weiß so recht, wer hier drauf gehen soll. Oh, das ist zu einfach, ey. Dann gibt es gleich das dritte Tor. Durch Coman. Boah, das ist wild. Das ist bislang richtig, richtig schlecht verteidigt. Vor allem. Und nach vorne geht halt auch nicht so viel. Ja, bitter. Es hat so gut angefangen mit der Führung. Und dann, wie gesagt, wir lassen Coman hier laufen. Und 3-4 Mann. Und es kommt niemand in den Zweikampf. Das ist einfach schlecht. Das ist wirklich einfach schlecht. Muss man halt auch so zugeben. Von daher habe ich ja gesagt, wir müssen mal gucken, was wir hier zur Pause machen. Und ich sehe auch gerade, dass Mamouche wieder Linksverteidiger spielt. Am besten ich mache das jetzt schon mal. Damit wir gleich zur zweiten Halbzeit reinstarten. Und zwar mache ich das 4-3-2-1, würde ich sagen. Und zwar machen wir das so. Kostic. Mamouche ist halt auch schon platt. Da könnte ich Martin reinbringen. Ich habe mal Van Deuven mitgenommen, aber für wen soll ich den reinbringen? Ich würde Glover spielen lassen. Fratesi, der muss eigentlich auch Ugarte mal rein. Der halt auch nicht so ganz fit ist. Wir laufen halt gerade so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Innenverteidiger müsste eigentlich auch Amenda rein. Da lasse ich Koch aber jetzt auch noch mal. Gut, also 4-3-2-1 jetzt mal auf der Tagesordnung. Weil wenn die Bayern, es sind noch dann genug Spiele, gar keine Frage. Aber wenn die Bayern hier jetzt schon 6 Punkte Vorsprung haben, wo sollen die noch zweimal verlieren, geschweige denn einmal? Ich sehe nicht, dass sie gegen irgendeine Mannschaft oder gegen zwei Mannschaften verlieren. Also besonders, wenn so eine Mannschaft wie Frankfurt hier heute spielt, zu viel Fehler macht, dann liegt man halt auch verdient mal 3-1 hinten. Aber es ist noch nicht gelaufen hier. Wir können auch hier immer noch einen Unentschieden holen. Geschweige denn auch noch gewinnen. Also es waren quasi wieder 3 Einladungen. Dreimal nicht aufgepasst, klar. Einmal falsch gestanden, dann halt auch einmal mit 3-4 Mann gegen Coman nicht verteidigt bekommen. Und jetzt haben wir halt nochmal 45 Minuten die Chance hier. Wir müssen aber, jetzt müssen wir ein bisschen mehr nach vorne machen. Ja, böser Einsatz, aber wird nicht abgepfiffen. Die Bayern nach wie vor immer noch in ihrem Pressing. Aber wir müssen dann auch mal solche Situationen hier schnell überspielt bekommen, so wie da. Oh, Boniface, wenn er den kriegt. Martin kriegt den aber. Und jetzt, das muss schon das 3-2 sein. Jawohl. Und wieder Glover. Wahnsinn, der macht ein richtig gutes Spiel. Nicht nur, weil er hier 2 Tore gemacht hat, über den ging, wenn überhaupt mal was in der Offensive. Wir waren ja selten vorne. Aber das war halt auch ein Fehler der Bayern, ne? Und dann nutzen wir das, müssen wir das natürlich auch ausnutzen, um wieder ranzukommen. Also bei Glover wirklich, ich habe viele Spieler gesehen, die auch wirklich ein gutes Potenzial haben, die mit jungen Jahren schon eine große Karriere in Aussicht hatten. Aber bei Glover,
Der hat, glaube ich, einen Marktwert, eine Freigabesumme von 50 Millionen. Der ist erst 16 Jahre alt. Also das wird ein richtiger Haudegen. Und die Bayern, ja, wenn wir jetzt einfach ein bisschen mehr Druck machen, dann sind die auch nicht sicher. Nächster Fehlpass. Und dann muss es halt wieder schnell nach vorne gehen. Besonders hier über die Außen. Kadiolu. Oh, es war zu schnell gespielt. Und dann hier zustellen. Die Bayern, die können da nur von hinten rausschlagen. Da ist Silva im Tor. Und dann haben wir den, müssen wir den haben, Nagalo, genau. Und dann bauen wir hinten auf. Und dann sieht das doch schon mal besser aus hier nach 10 Minuten als die gesamte erste Hälfte. Muss man einfach so zugeben. Auch wenn wir ja früh in Führung gegangen sind. Aber danach war halt nicht mehr viel. Aber jetzt machen wir das Spiel auch ein bisschen breiter. Jetzt haben auch unsere Verteidiger mal die Chance, hier mit nach vorne zu gehen. Aber dann dürfen wir den natürlich nicht so verlieren, weil sonst, ja genau, Kingsley Coman legt sich dann erstmal 10 Meter den Ball weit vor. Und die pressen unnachahmlich, ja immer noch. Nach 60 Minuten, die sind nicht platt. Araujo jetzt hier der nächste. Und wieder diese ganz simplen Moves, sich den Ball einfach 10 Meter weit vorlegen, um dann vorbeizulaufen. Und die kriegst du dann noch nicht verteidigt. So, die Pressingreihe müssen wir überspielt. Da kommt Reguilón mit nach vorne. So, und jetzt, da muss Martin schon längst nach vorne unterwegs sein. Schöner Ball. Aber schlechter erster Kontakt. Schlechter erster Kontakt. Aber wir bleiben weiter drauf. Es ist jetzt auch eine ganz andere Körpersprache hier. Wir gewinnen die Zweikämpfe. Wir sind da. Martin gegen Shaw. Und wieder Glover vielleicht. Oh, schade. Das wäre dann sein Hattrick gewesen. Haraldsson, Ugarte. Martin lässt sich fallen. Nein, muss er mehr. Damit er den Ball bekommen kann. So, aufgepasst. Wir spielen jetzt natürlich auch ein bisschen mit dem Feuer. Oh, Gnabry gegen Nagado. Da werden wir... Müssen wir hinterherkommen. Achtung. Wieder Musiala. Der macht das Spiel seines Lebens heute. Ey, krass. 3. Schuss, 4. Tor. Wobei, hat er jetzt einen Viererpack gemacht? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, sein 4. Tor. Unfassbar. Wir bekommen es nicht verteidigt. Wir sind so gut drin in Halbzeit 2. Wir kommen ran und dann stehen wir wieder so offen und Musiala hätte natürlich auch nochmal weitergehen können. Aber der erste Kontakt, der war schon gut und dann setzt er den vorbei an Kanesici. Ne, Coman hat nochmal getroffen, genau. Also Dreierpack von Musiala, natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, nach 70 Minuten. Ja, da machst du nix. Also wie gesagt, das ist so vom Gefühl her. Nicht zu erklären, schade. Wir kriegen es heute nicht so gut verteidigt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, wer heute in der Verteidigung spielt. Weiß ich auch nicht. Ob das mit Akanji hier anders gelaufen wäre, wage ich zu bezweifeln, weil die Bayern spielen halt einfach gut. Und da muss man das auch so akzeptieren. Aber es ist noch nicht vorbei. Aber wir kommen halt immer einen Schritt zu spät. Und wenn das der Fall ist, dann hast du eigentlich schon verloren. Und das gerade gegen die Bayern. Da machst du nichts. Aber wir gucken mal, wir haben noch Zeit. Glover wieder. Jetzt kommt der auch auf die Chance, sein 3. Tor zu machen. Aber das Silva ist da. Jetzt hier nochmal ein schnelles 4-3. Den macht auch Glover, glaube ich. Ne? Ja, können wir machen. Und dann haben wir noch Zeit für einen Ausgleich. Also mindestens einen Punkt hier versuche ich noch mitzunehmen. Boniface. Zunächst mal Pfosten, aber Kadiolu ist noch da. Martin, Larsson, ja, muss abschließen, das Silva. Wieder Glover, ganz hinten wartet wieder Larsson, wenn er rankommt. Larsson, nee. Ich glaube, das wird nichts. Wir haben zwar noch 10 Minuten Zeit, aber so vom Gefühl her, so wie das Ganze hier heute läuft, glaube ich nicht, dass wir noch 2 Tore schießen. Wir müssen ja jetzt noch 2 Tore aufholen, aber es kann doch alles passieren bei dem Spiel hier. Und vor allem bei den Fehlern, den die Bayern jetzt hier machen. Boniface, oh, der muss rüber. Das war die Chance zum 4-3. Das hätte ich halt ausspielen müssen. Und wenn Martin den oben kriegt, dann nimmt er den Schwung mit. So nimmt natürlich jetzt Araujo wieder den Schwung mit. Das hasse ich, ey. Das ist auch so unlogisch. Als ob sich die Spieler den Ball hier 10 Meter weit vorlegen, ohne dass irgendeiner dazwischen geht. Und Lojek, ey, das ist auch ein Fiebertraum, dass Lojek bei den Bayern noch reinkommt oder bei Bayern generell spielt und dann noch für Harry Kane reinkommt. Ah gut, 5 Minuten, mal gucken. Wenn halt jetzt mal irgendein Angriff noch reingehen würde. Kostic jetzt gegen Araujo, der überläuft jeden, dann muss der natürlich auch rein. Kostic, das Silva. Und wenn die Dinger halt nicht reingehen, dann holst du auch hier keinen Punkt leider.
Aber wir gucken nochmal. Wir geben uns hier noch nicht geschlagen, Boniface. Schade, aber irgend so ein Ding hätte halt noch reingehen müssen. Entweder der Ball von Boniface auf Martin da oder halt der Kopfball oder der Schuss von Kostic. Somit, glaube ich, müssen wir uns jetzt leider mit der Niederlage hier begnügen. Wir haben noch 10 Spiele Zeit. Es sind noch viele Spiele, viele Punkte zu vergeben, aber mit dem Hintergedanken, dass die Bayern halt auch 2 Spiele verlieren müssten. Weil vom Torverhältnis her sind wir, glaube ich, besser, aber gegen wen sollen die Bayern verlieren? Also ich muss auf Dortmund hoffen, Leipzig und die ganzen Konsorten, weil gegen die kleinen Teams, da werden die Bayern nicht verlieren. Auf gar keinen Fall. Achtung, nächste Chance. Nochmal zum 5:2. Ah, das ist jetzt ein Tor zu hoch. Aber gut, die Bayern sind halt sehr effizient. Vor allem in Halbzeit 2. Ich glaube, die waren zweimal vom Tor. Musiala. Jetzt war es, glaube ich, Luschek. Kann das sein, dass das Luschek war? Es war tatsächlich Luschek. Gerade noch gesagt, oh, der kommt für Harry Kane und so weiter. Das würde in echt nie passieren. Zack, schon kriegst du wieder einen in die Fresse. Tja, okay, also gewinnen die Bayern das Spitzenspiel. Ein Tor zu hoch. Vom Spielverlauf her, denke ich, unter dem Strich in Ordnung, weil sie halt in Halbzeit 1 jeden Fehler eiskalt ausgenutzt haben. Na gut, also wir werden wahrscheinlich das Kapitel Meisterschaft abschließen müssen. Stand jetzt, es sind noch 10 Spiele, aber es ist sehr, sehr unrealistisch, dass die Bayern hier noch 6 Punkte verspielen. Gegen wen vor allem? Also ich meine, wenn sie so spielen, dann wird die niemand mehr schlagen auf dem Weg zur Meisterschaft. Aber wir gucken mal, es sind noch viele Spiele. Vielleicht ist da doch noch mal irgendwo eine Mannschaft, die den Bayern ein Bein schenken kann. Die Dortmunder gewinnen gegen Bochum. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die dahinter sind. Wolfsburg gewinnt auch. Es hat nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen, aber die effizientere. Wir hatten beide 7 Schüsse, aber die Bayern haben halt mehr Tore draus gemacht. Wir hatten auch die Chancen, wir haben sie halt leider nicht genutzt und von daher, ja, ist es halt dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die mangelnde Spielzeit ist so unvermeidbar. Das ist halt, daran müssen sie auch nach wie vor arbeiten. Ich kann mich dann noch 10-mal wiederholen, dass man da ein bisschen mehr dran arbeitet, dass sie nicht gleich nach jedem zweiten Spiel eingeschnappt sind, weil sie mal nicht spielen. Ist halt nun mal so. Also 6 Punkte, wir haben das bessere Torverhältnis, aber wie gesagt, gegen wen sollen die Bayern verlieren? In dem Zustand wüsste ich echt, außer Dortmund vielleicht und vielleicht noch Leverkusen, aber ansonsten die Teams dahinter. Wo ist eigentlich Leipzig und so? Okay, Leipzig ist 6. Vielleicht nochmal ein Überraschungssieg von Augsburg oder von Paderborn ausgerechnet. Apropos Paderborn, die spielen jetzt gegen Bayern das nächste Spiel. Das wird, glaube ich, unter einem 3-4-0 wäre das alles eine Überraschung. Aber vielleicht ist es dann ausgerechnet Paderborn, die uns helfen. Wir müssen jetzt also jedes Spiel gewinnen quasi. Wir müssen einfach dranbleiben. Gegen Bochum jetzt das nächste Spiel. Und dann kommt, glaube ich, auch irgendwie das Rückspiel gegen United. Jetzt kriegen wir erst nochmal ein Scouting-Update. Larsen. Ja gut, wenn er weg will. Aber dann halt auch erst im Sommer, ne? Na gut, da will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Da mache ich erstmal ablehnen. Da werden ja noch ein paar mehr Angebote kommen, hoffe ich. So, Scouting-Update. Was haben wir hier? Brasilien, komm, da muss doch irgendeiner mal damit dabei sein. Das kann doch nicht sein, da spielen Millionen Leute, spielen in den Favelas, auf diesen kleinen Fußballplätzen, da wird doch mal irgendeiner dabei sein. Rafael Cruz nicht, Alessandro Castro auch nicht, ne. Dann halt nicht, dann gucken wir mal nach Frankreich, ob da einer mit dabei ist. Das wäre eventuell einer, ne, der hat auch ein hohes Potenzial. Mathieu Thomas, Oscar Pierre, Basile Remy. Das wäre zum Beispiel einer. Da können wir den mal verpflichten, 500.000, einfach mal gucken. Und Axel Blanchon, 15 Jahre alt, auch 525.000. Das könnte auch einer sein, so Italiener, die haben auch mal gute Fußballer gehabt. Vielleicht kriegen wir hier den Andrea Pirlo Regent, müsste ich eigentlich auch mal mitnehmen hier, 550.000, 700.000, das ist zum Beispiel einer mit 15 Jahren. Je jünger und je höher der Wert, desto besser. Also dieses Zusammenspiel vom Wert und vom Alter, wenn das stimmt, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass die Spieler eventuell auch gut werden. So, Transferangebot für Larsen. Im Spielertausch, wen bieten sie uns denn an? Gianluca Gaetano, wer ist das? Mittelfeldspieler, 25 Jahre, für einen Stürmer. Also wenn, dann will ich auch einen Stürmer zurückbekommen. Wir hätten mal gucken müssen, wer bei denen im Sturm spielt. Ne, dann kommt erst noch Wolfsburg und dann kommt, glaube ich, United. Jetzt prasseln hier aber die Anfragen rein. Ich lehne die erst nochmal alle ab, weil lass mal vorne Boniface verletzen oder Zirkzee, keine Ahnung, dann habe ich nur einen Stürmer. Das ist mal ganz, ganz schwer. So, Transferangebot für Larsen, Real Betis, die bieten alle nur 24,5. Vor allem, manchmal kriege ich gar keine Angebote rein, jetzt kriege ich 10 am Stück. So, also, wir müssen jetzt auf die Konkurrenz hoffen. Dortmund hat gewonnen, die wollen auch noch Vizemeister werden. Bochum ist 16.
es muss halt ein Sieg her. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Wir haben jetzt auch wieder die beste Truppe. Mamouche ist wieder mit dabei. Akanji hinten wird wahrscheinlich für ein bisschen mehr Stabilität sorgen. Ja, und Chukwueze fehlt halt auch, ne? Der in so einem Spiel hätte vielleicht auch nochmal was reißen können. Aber gut, hilft nichts. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel wieder mit dabei. Hat mir trotzdem viel Spaß gemacht und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.